Und mit angehört hat das Ganze mein Kollege Max Hermes. Er ist für uns in Süditalien, weil er dort den G7-Gipfel begleitet. Und Max, was sagt denn der NATO-Generalsekretär zum Angebot des russischen Präsidenten Putin, eine Waffenruhe in der Ukraine zu akzeptieren, wenn die Ukraine im Gegenzug auf ihre Pläne für einen NATO-Beitritt verzichtet? Das ist ganz klar auch die Sprache der NATO, dass man die alleinige Entscheidungsgewalt über das, was in der Ukraine passiert, der Ukraine überlässt, also dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj und dem dortigen Parlament. Aber ganz klar ist auch eine NATO-Mitgliedschaft für die Ukraine. Das ist etwas, was, wenn dann perspektivisch in Aussicht gestellt wird. Wladimir Putin hat dieses NATO-Narrativ immer wieder benutzt, um seinen Feldzug gegen die Ukraine auch zu begründen. Er hat gesagt, Amerika stellvertretend für die NATO-Staaten möchte die Ukraine an sich reißen und er möchte verhindern, dass die Ukraine eben diesem imperialen Streben der Amerikaner, so drückt Putin das immer wieder aus, da stattgibt. Und klar ist aber auch die Ukraine, das ukrainische Volk selbst, das hat sich vielfach schon dafür ausgesprochen, dass es eine nähere Annäherung an die Staaten der NATO haben möchte und auch an dieses Verteidigungsbündnis. Insofern, die NATO wird die Entscheidungsgewalt der Ukraine überlassen und ein NATO-Beitritt ist so schnell nicht geplant. Aber das, was Wladimir Putin jetzt auch noch einmal gesagt hat, also diese Drohung, wenn die Ukraine jetzt nicht verzichtet auf den NATO-Beitritt und wenn sie nicht auf ihre 4 Gebiete verzichtet, dann wird der Krieg nicht enden. Das ist nichts Neues, was Putin hier ausgestoßen hat, aber er versucht einmal mehr Unruhe zu bringen zum G7-Gipfel, aber auch zum Schweizer Gipfel. Dankeschön, Max nach Bari.